Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 25. September 2015 streamte Rainer schon wieder auf YouNow. Dies war möglich, da er einen PC von einer Person namens Berndian geliehen bekommen hatte. Später in dem Stream wurde auch das Regenbogenschaf zugeschaltet. Ich persönlich hätte jetzt hier mal eine dicke, fette Bitte an alle Hater, an alle Leute, die Scheiße über mich labern, die Blödsinn machen. Schaltet euer Gehirn ein, denkt selber mal über euch nach und denkt mal darüber nach, was ihr für eine Scheiße anstellt. Wenn ihr das nämlich so anschaut, was mit den Typen jetzt passiert, ich habe ja schon auf Twitter gesagt, wer das ist, deshalb erwähne ich jetzt hier bewusst nicht mehr, weil ich davor gewarnt wurde. Wie auch immer, die Hater sollten sich jetzt wirklich mal Gedanken machen, sollte man das noch weiterhin machen? Und sollte man das wirklich noch riskieren, dass man wirklich dann später selbst die Kripo bei sich zu Hause stehen hat? Ich streame mit dem Laptop von einem Fan, habe mir einen Fan zugeschickt, oder nicht zugeschickt, sondern mir persönlich vorbeigebracht. Und ich habe mir jetzt aus Sicherheitsgründen, danke für die 70 Likes, und ich habe mir jetzt aus Sicherheitsgründen den Personalausweis der Person kopiert. Weil falls die Polizei kommt und sagt, ja, der Laptop ist geklaut, dann gehe ich her und sage, hier, die Person hat mir gegeben, müsste zu der Person gehen und nicht zu mir. Er ist da! Grüße den raus an dich, Drache! Drache! Leck mich. Ist Drache echt da? Da bist du da? Ja, weil ich jetzt auch garantiert Ja sag. Warum höre ich den als dir? Was ist los? Technik? Versagt? Weil ich jetzt auch garantiert Ja sag. Wie geht's dir, Drache? Spaß, Digga. Das ist wirklich der einzige Hater, dem ich wirklich einen aufs Maul hauen würde. Wirklich. Gewalt ist nie eine Lösung. Ich habe nichts von Gewalt gesagt. Ich habe gesagt, ich habe ihm einen aufs Maul. Da kann man nicht von Gewalt sprechen, weil der steht danach nicht auf. Also nicht mehr so schnell. Weil der Typ, so wie der ausschaut, hält er nichts aus. Hast du gar keine Muskeln, Drache? Kannst mich ja mal stressen und dann mal mich real treffen, dann siehst du schon, ob ich Muskeln habe. Wenn ich sauer bin, dann wächst kein Gras mehr, glaub's mir. Dafür brauche ich keine Muskeln. Dafür reicht mir schon der pure Zorn. Zorn, nicht Hass übrigens, das ist ein Unterschied. Drache, du bist gegen Gewalt. Ach was. Wenn ich kämpfen muss, kämpfe ich. Und wenn das der Fall ist, dann wächst meistens kein Gras mehr. Und du brauchst mir nicht sagen, gegen was ich bin. Ich weiß, gegen was ich bin. Du solltest wegen deinen Frauenproblemen... Was? Du solltest mit deinen Frauenproblemen eher zum Friseur und zum Ernährungsberater gehen. Junge, verschwinde. Auch behauptete Rainer, in der Zeit ohne PC aufgeräumt zu haben und in Erwägung zu ziehen, zu einem Psychologen zu gehen. Am 26. September wurde, zum Leidwesen von Rainer, das Regenbogenschaf Partner bei Twitch. Am 27. September war Rainer zu Gast in der Radiosendung von Berndian. Auch Ariella und Regenbogenschaf wurden dort interviewt. Hier offenbart Rainer auch, dass sein Vater nie einen Internetanschluss im Haus wollte und kommt über das Regenbogenschaf zu sprechen. Das Einzige, was ich sehe, ist Bedauern. Dieser Typ hat Probleme. Der ist total auf mich fixiert, in jeglicher Hinsicht. War schon mehrfach hier bei mir in der Nähe, also im Real Life. Okay. Hat schon mich auf vielerlei verschiedene Arten und Weisen gestalkt. So sehr, dass ich jetzt endgültig beschlossen habe, nochmal zur Polizei zu gehen. Und mit meinem Anwalt zu sprechen, damit ich eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken kann. Und ich dann hoffe, dass er sich ernsthaft helfen lässt, weil ich glaube ernsthaft, dass er psychische Probleme hat. Mag jetzt heikel klingen. Stalker, kann man das so sagen? Richtiger Stalker ist wahrscheinlich sogar noch untertrieben fast. Ich habe ihn ich habe ja damals einen Teamspeak-Server gehabt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja.
Ich habe ihn auf diesem Teamspeak-Server mehrere Male an einem Tag mehr als 20, 30 Mal geblockt und gebannt und rausgehauen und er kam immer wieder online. Und das hat mehrere Tage und immer wieder, bis ich irgendwann den Server grundsätzlich geschlossen hatte. Dann kam er nicht mehr drauf. Rainer erklärt erneut, nicht zu wollen, dass private Informationen über Erdbärchen, Dorian und Komplizen veröffentlicht werden. Auch behauptet er, aufgrund seines ADHS den Hatern Aufmerksamkeit zu schenken. Die meisten Menschen in der Umgebung, so gibt er an, stehen hinter ihm. Im Zuge des Interviews gibt Rainer auch zu, selbst am Hate schuld zu sein. Die andere Sache ist, selbst schuld bin ich natürlich, selbstverständlich. Ich habe ja gesagt, dass ich die Zeit lang auch absichtlich gepusht habe und absichtlich dafür gesorgt habe, dass die mich pushen oder dass die halt vorhanden sind und Scheiße machen. Also verantwortlich bin ich definitiv dafür. Später wurde noch ein Anrufer zugeschaltet. Dabei handelte es sich, wenig überraschend, um das Regenbogenschaf. Grüße gehen raus an euch da draußen. Ich melde mich gerade vom Hawaii-Urlaub. Ich habe gestern im Livestream 5.000 Euro verdient. Servus Drache, wie geht's dir? Hallo? Drachenlord? Ich werde mit diesem Typen nicht sprechen. Warum nicht? Okay, also du bist wohl vermutlich das Regenbogenschaf, wenn ich das jetzt richtig einschätze. Du hast ja schon dem Drache ziemlich viel Ärger bereitet und du bist ja auch ein rotes Tuch für ihn. Warum bist du so gemein zum Drachenlord? Was hat er dir getan? Ich möchte erstmal klarstellen, ich bin ein realer Mensch, ich bin eine reale Person, ich bin real, also... Okay. Das möchte ich auch nicht bestreiten. Sehr gut, okay, danke. Ich habe prinzipiell überhaupt kein Problem mit dem Drachenlord an sich, ich habe einfach nur ein Problem mit seinen Lügen und ja. Als das Regenbogenschaf darum gebeten wird, einige von Rainers Lügen aufzuzählen, kommt er auf die Geschichte zu sprechen, die Rainer einst im Teamspeak erzählt hatte, laut derer er 3 Männer krankenhausreif geprügelt hat. Also, die Geschichte war folgendermaßen. Da war ich etwa 18 oder 19, ich weiß es nicht mehr genau. Es war in Nürnberg. Ich bin aus der Disco heimgelaufen zum Zug, weil ich damals allein unterwegs war. Und damals war es halt so, dass die neben der Rofa, neben der Rockfabrik in Nürnberg, ist ja das Planet. Und das Planet ist ja eine Disco, das sind ein wenig so, ja, andere Musikrichtungen und so weiter. Damals war es so, ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Ich war halt ganz normal als Mettler angezogen, Nietenarmband und so weiter, schwarz, wie immer halt. Lauf da so meinen Weg auf den rechten Gehweg. Da steht vor mir eine Frau und so weiter. Ich habe so aufs Handy geschaut, schaue wieder nach oben, laufe trotzdem weiter. Dann wollte ich hier ausweichen, habe das dann nicht gesehen, weil ich wieder aufs Handy schaue und bin versehentlich mit ihr zusammengestoßen, weil sie absichtlich einen Schritt nach hinten gemacht hat. So. 3 Leute auf der anderen Straßenseite, 3 Jungs, sind damals dann rübergekommen, haben gemeint, was da los ist und so weiter. Also ich erzähle jetzt mal die kurze Variante. Im Prinzip ist es dann darauf hinausgelaufen, dass die dann auf mich losgegangen sind. Ich habe mich dann verteidigt mit Kampfsport. Wie? Und im Prinzip ist es dann darauf hinausgelaufen, dass einer von denen auch ein Messer gezogen hat und ich dem dann das Messer aus der Hand geschlagen habe. Mit einem Fußkick? Oder? Also wie? Ich kann da nicht genau sagen, was passiert ist, weil ab einem bestimmten Punkt habe ich dann einen roten Faden drin, dann sehe ich nicht mehr und höre nicht mehr, dann mache ich einfach. Und dann wurde von der Frau im Nachhinein erzählt, oder so das geschildert, dass ich mich halt rumgedreht hätte und dabei so eine Art Roundhouse-Kick verwendet habe und dann dem das Messer aus der Hand geschlagen habe. Hast du auch Gold geleuchtet, oder? Ach, Junge, hör auf mit deinem Blödsinn, ja. Du erzählst eine Geschichte, lügst dabei gleich rum, behauptest, ich hätte gelogen, obwohl die Geschichte vor Jahren passiert ist. Und jetzt laberst du den Blödsinn von wegen Gold geleuchtet. Ja, weißt du, ich war Super Saiyajin. So ein Blödsinn. Ja, das kann ja sein, Entschuldigung. So ein Schwachsinn. Junge, mal dazwischen gegangen, wir wollen ja hier jetzt nicht irgendwie unnötig in Streit ausbrechen. Auch behauptet Rainer während der Konversation, dass er es sei, der den Lügenschatz entwendet hat und kündigt erneut an, mit rechtlichen Schritten gegen das Regenbogenschaf vorgehen zu wollen. Später rief auch Ariella noch in der Sendung an. Also, ich bin Engelchen, ich bin Ariella, ich bin
alles Mögliche, von jeder Plattform, von jedem Forum, war ich immer schön an Draches Seite. Mhm. Es stellte sich heraus, dass Rainer Ariella angezeigt hatte. Eventuell, weil sie sein Fuck auf Hater-Schild und sein Eis geklaut hatte. Ich habe nur einen netten Brief bekommen von der Polizei, dass ich kommen soll. Und dann habe ich mir natürlich sofort einen Anwalt genommen. Also, Und was hat der Anwalt gesagt? Dass ich mit dem Drachenlord nicht drüber genau reden darf, was, Warum wie. bist du dann hier? Warum rufst du dann Nein, Moment, nein, nicht in dem Punkt. Ich darf mit ihm nicht über genau wo ich war, was ich gemacht habe, das darf ich nicht. Aber alles andere darf. Dann spricht Ariella darüber, was am Rock am Herzfeldsee Festival vorgefallen war. Warum ich nach Hause gegangen bin? Bam. Geht keinem was an. Familiäre Gründe, Ende der Geschichte. was ist denn deine Vermutung, Ariella? Meine Vermutung ist die mir der Drache selber erzählt hat, weil ich ihm nicht meine vollkommene Aufmerksamkeit geschenkt habe. Das habe ich so Wie auch nie viel- gesagt. Wie viel Das wird Aufmerksamkeit nicht hast du sein denn Wortlaut. geschenkt? Ich habe öfter auch mal mit anderen gesprochen, obwohl er auch mal was sagen wollte. Beispiel. Oder irgend so ein Fan kam her und was habe ich mit dem, glaube mehr gesprochen dann wieder wie mit ihm. Das war dann auch wieder zu viel. Und dann habe ich mich dann mal entfernt vom Zeltplatz zum Auto und habe jemand einen Kuss gegeben und das war dann das größte Drama. Warst du so. mit dem Drachenlord zusammen? Bist du ihm fremdgegangen oder Nein, wie ich war ist nicht das Problem? zusammen. Nein, wir waren nicht zusammen. Bestand denn das im Raum, dass ihr vielleicht zusammenkommt? Nein, das habe ich von Anfang an klargestellt, dass ich nicht auf eine Beziehung aus bin. Ja, sagen wir mal, vielleicht nur Spaß und keine Beziehung. Also ihr das wart ist wirklich klar von Anfang an gesagt, es wird niemals was laufen. 100% freundschaftlich. Ich habe von Anfang an gesagt, dass er nie irgendwo annähernd irgendwas sein kann. Oder Drache, Drache. hast du das Stimmt auch das, so Drachenlord? empfunden? Das hast du so in dem Bezug nicht gesagt. Du hast gesagt, dass momentan nichts laufen wird. Du hast aber nicht gesagt, dass es nie die Chance gibt. Ich habe gesagt, dass ich keinen Freund suche und habe dir ganz viele Gründe gegeben, warum ich keinen suche. Ja, aber dass du gar nichts, dass du Das das ist ein nie- Nein. Das ist ein Nein. Vielleicht war das ja so ein Frauen-Nein. Wahrscheinlich. Also könntest Also du bitte Frauen, deine nein, kann auch- frauenfeindlichen Sprüche ja lassen, es das ist ein Safe Nee, Space. ich muss dazu sagen, das habe ich leider auch schon erlebt. So ein Frauen-Nein heißt manchmal, versuch es härter. Nein, es Mhm. war ein klipp und klares Nein. Ja, aber Mann versteht nicht unbedingt, wenn eine Frau Nein sagt. Also. Die ganze Geschichte mit dem Anwaltszeug finde ich seltsam. Es gab viele verschiedene Ansätze, dass du ein Hater bist oder nicht Hater bist. Dann gab es wieder die Möglichkeit. Dann gab es wieder irgendwelche Sachen, die einfach komplett schief gelaufen sind. Du hast mich manchmal so brutal vor den Kopf gestoßen und hast mir dann hinterher doch wieder irgendwie andere Sachen zu verstehen gegeben. Drachenlords Scheunenfeier am 2. Mai. Hat er schön Ja. zusammen mit mir, Drache nervt und 2 anderen verbracht den Abend. Und damit hast du jetzt einen Satz zu viel gesagt, denn jetzt weiß ich Ah. hundertprozentig, dass du diejenige warst, die das angestellt hat. Wie war es Ergo würde ich sagen, wir beenden das jetzt hier an der Stelle, wenn die Herren mir hier zustimmen. Und wir sehen uns dann spätestens, wenn du da wirklich Einspruch oder sonst was dagegen machst, vor Gericht. Alles Wie wär's klar? damit? Ja, kein Problem. Dann deine letzten Worte, die gewähren wir mich jedem. Fick dich. Schon bald stellte sich heraus, dass der Leihlaptop von Berndian mit Spyware verseucht war. Am 28. September bemerkte Rainer das schließlich auch. Danach wurde es kurz still um ihn. Doch schon am 30. September streamte Rainer wieder auf YouNow und äußerte sich dazu, dass Regenbogenschaf nun Twitch-Partner war. RBS, Twitch-Partner, du Kindergartenkind solltest erwachsen werden. In der realen Welt lebt es ein bisschen härter als in deinem Kindergarten. An diesem Tag beantwortete Rainer auf AskFM die Frage, welche Metal-Legende würdest du gerne mal treffen? Mit Dio oder natürlich die gesamte Band Iran Maiden und einige weitere, natürlich auch Jimi Hendrix. Am 2. Oktober 2015 erschien das Video 4 Drachen und der Metal Folge 1, die Erschaffung New Upload, wobei es sich dabei nur um einen Re-Upload handelte. Am selben Tag lud Rainer auch das 10.000 Abonnenten-Special hoch. Dieses bestand hauptsächlich aus Ausschnitten alter Videos und Ankündigungen. Doch kurz äußerte er sich auch zum Mittwoch. Also ich habe da halt gewusst, wie die Leute darauf reagieren könnten, wenn es schief geht. An diesem Mittwoch
Und deswegen habe ich das dementsprechend schon für mich genutzt. Aber es war trotzdem ein harter Schlag und es war auch nicht gespielt für alle, die das immer noch meinen. Am 3. Oktober erschien das Video 4 Drachen und der Metal Folge 2 New Upload. Zusätzlich zu dem Re-Upload der alten Folge erklärt Rainer krank zu sein und kündigt auch neue Folgen des Formats an. An diesem Tag streamte Rainer auf YouNow und unterhielt sich kurz mit einer anderen Streamerin. Die Sache ist die, ich habe eine lange Zeit die Hate absichtlich manipuliert, mache das teilweise immer noch. Und auf die Art und Weise habe ich eine Größe, weil ich bin ja eigentlich YouTuber, ich bin ja eigentlich kein YouNower. Ich komme ja ursprünglich von YouTube, mache auch Videos auf YouTube. Und ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass dieser Push, den ich habe, durch die Hater ausgelöst wurde. Und auf die Art und Weise habe ich versucht, immer so ein bisschen zu manipulieren. Es gibt auch Videos, es gibt 2 Videos, in denen ich mich aufgeregt habe, in denen es Absicht war. Und es gibt ein paar Videos, in denen ich mich aufgeregt habe, in denen es keine Absicht war. Da gibt es ein ganz bestimmtes Video auf YouTube. Ja. Meine ersten, da habe ich auch meine Adresse und so weiter gesagt. Das war eins der allerersten. Da habe ich mit dem ganzen Zeug noch nicht so gut umgehen können, wie ich es jetzt mittlerweile im Endeffekt dann doch hingekriegt habe. Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, ich mache mir da keine großen Gedanken mehr drum. Ich mache einfach mein Ding, lass die im größtenteils labern und ansonsten juckt's mich nicht. Das Einzige, was mich halt stört, ist, dass die auf andere auch losgehen, die halt nichts mit der Sache zu tun haben. Auch kam es an diesem Tag zum Eklat zwischen Rainer und den 2 YouNow-Streamerinnen Franzi und Dana. Da diese sowohl dem Drachenlord als auch dem Regenbogenschaf folgten, kategorisierte Rainer sie als Hater. Daraufhin schickte er ihnen einige wütende und beleidigende Sprachnachrichten auf WhatsApp und blockte die beiden. Franzi und Dana beteuerten ihre Unschuld, erklärten aber, durch den Streit mit Rainer zu Hatern gemacht worden zu sein. Schließlich veröffentlichten sie einige der Sprachnachrichten. Ich glaube, du hast keine Ahnung, wie scheiße das ist, wenn dich jemand so fertig macht. Der Typ ist der schlimmste, asozialste und krankeste Wichser, der irgendwo da draußen rumrennt. Ihr macht so eine Scheiße mit. Ich pack das einfach nicht. Ungefähr 300 Hater-Aktionen gehen auf sein Konto. Auf seines allein. Videos machen. Livestreams machen. Das sind nur 2 der 100 Punkte, die es da gibt. 90% von allen Hater-Aktionen sind und waren immer von Regenbogenschaf ausgehend. Schlussendlich zeigte sich Rainer am 5. Oktober den Tränen nahe im YouNow-Stream. Aber ich bin derjenige, und ich weiß, dass ich wieder ich sag, aber ich bin derjenige für alle, der Arsch ist. Der Witz ist, dass ich mich auf dieses Niveau, was ich mich herablassen könnte, niemals machen würde. Und deswegen bin ich der Vollidiot. Ich habe die Mädels geblockt, weil ich sie für Hater gehalten habe. Sie haben das bestritten, dass sie Hater sind. Und jetzt bringen sie genau die gleichen Hater-Aktionen, für die ich sie geblockt habe. Wo sie ursprünglich versichert haben, dass sie das nicht machen oder dass sie keine Hater sind. Für alle meine echten Zuschauer, tut mir den Gefallen, geht mal zur Franzi Horrible in Deutsch Girls rüber und meldet sie als offener, oder wie nennt sich das? Moment. Report. Das Ganze nennt sich offensive Contact. Das ist, das was die machen, ist Daten von mir preisgeben, Privatnachrichten preisgeben, was ich niemals machen würde, was auch strafbar sogar ist. Für alle meine echten Fans und echten Zuschauer, macht es mal bitte. Und ich werde über dieses ganze Thema ab sofort nicht mehr den geringsten Wort verlieren. Diese Dreckstussen sollen machen, was sie für richtig halten, ja. Laber doch nicht immer über die Hater, Alter. Versuch's mal zu ignorieren. Ich versuch's doch auch zu ignorieren. Wenn ihr immer die Typen erwähnt, dann können wir die überhaupt nicht ignorieren. Mal ehrlich. Und natürlich muss sich jeder im Klaren sein, wenn er hier bei mir in den Stream kommt, dass das schnell irgendwo auf irgendeiner anderen Plattform gestreamt wird, weil irgendwelche minderbemittelten und Minderwertigkeitskomplex habenden wolligen Kreaturen dann das Zeug streamen oder irgendwo hochladen. Menschen, die eben keine Ehre besitzen, wenn man es überhaupt Menschen nennen kann. Muss ich nicht einmal so sagen. Wobei, Menschheit, werde ich mal mich nicht zu äußern. Metal ist ein Leben voller Ehre.
Rainer schien fälschlicherweise anzunehmen, der Hate würde zu einem Großteil vom Regenbogenschaf allein ausgehen. So groß war seine Abneigung gegenüber dem Schaf, dass er bereit war, den Kontakt mit allen abzubrechen, die er auch nur verdächtigte, dem Regenbogenschaf nahezustehen. Dabei bemerkte er nicht, wie er durch solch unverhältnismäßige Reaktionen nur noch mehr Hass gegen sich selbst schürte.